Der Dacia Sandero Stepway, hier steht er, ja, diesmal in einer Ausstattung voll. Also voller kriegt man ihn fast schon nicht mehr. Er kostet, wie er hier steht, 14.319 Euro und 66 Cent und er ist in Schwarz und das steht dem Auto wirklich sehr, sehr gut. Er hat abgesetzte, matte Spoiler-Verbreiterungen, die hier drauf sind und ja, er hat so ein ganz kleines bisschen so ein SUV-Look schon mit eingebaut, mit Dachreling, mit 4 Türen, mit ganz vielen Extras schon eingebaut. Nicht gerade die Sparversion. Hier ist Gilbert Messner, ich grüße dich herzlich. Hallo, ich grüße dich auch. Ganz tolles Fahrzeug, ihr verkauft das wie geschnitten Brot, wirklich. So ist es. Also warum? Das ist einfach der Renner in der Dacia-Flotte, weil er halt ist ein kompaktes Auto, ist zwischen Kleinwagen und Mittelklasse-Limousine, ne? Hat auch ein super tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, wie man das von Dacia gewohnt ist. Er ist schnuckig, er hat diesen, wie du schon gesagt hast, der SUV-Look. Das Auto ist auch 40 mm höher gelegt als der normale Sandero. Ne? Und durch diese ganzen Anbauteile, wie hier diese angedeutete Unterfahrschutz hinten, diese Kotflügelverbreiterungen, diese robuste Dachreling in Chromoptik, das Spiegelgehäuse in Chromoptik und hier vorne nochmal die Kotflügelverbreiterung und der angedeutete Unterfahrschutz vorne. Und durch die Höherlegung um 40 mm sieht das Auto natürlich sehr wuchtig und größer aus und kommt dem SUV fast ähnlich. Okay, das heißt, es sind nicht nur Pflegedienste, die den fahren, sondern es sind auch ganz, ganz viele normale Menschen, die einfach ein zuverlässiges Auto brauchen mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau. Und das Auto ist sehr zuverlässig, weil halt auch wiederum die Philosophie von Dacia ist, da ist nichts Neues erfunden. Das sind alles Komponenten, Bauteile von Renault, die sich über die Jahre bewährt haben. Ja, sehr zuverlässig und auch sehr wertstabil natürlich das Auto. Der ist gebraucht wirklich sehr hoch gehandelt. Und ja, die Leute sind sehr zufrieden, sehr hohe Kundenzufriedenheit, muss man sagen, bei Dacia. Das hat sich jetzt über die letzten 8, 9 Jahre so herauskristallisiert. Und ganz viele Kunden, die auch wieder nach 5 Jahren sagen, ich nehme nochmal einen Dacia und nochmal einen Sandero, ich war so zufrieden. Das ist eigentlich der Tenor von der ganzen Kundschaft. Ja, gucken uns heute mal das Auto an, weil viele sehen die ja so draußen, haben vielleicht eine ganz falsche Meinung darüber, weil ja am Anfang sind ja extremst mit Preisen rausgegangen, so 7.000 Euro, der Volks-Dacia, die was weiß ich alles. Und da hat man vielleicht den einen oder anderen abgeschreckt, aber es gibt auch viele, die können sich genau damit identifizieren. Die sagen, ich brauche ein Auto für nach A nach B, ich will da gar keinen Status zeigen, sondern ich will im Gegenteil, ich will einfach beweisen, dass ich da, ich sag mal, ein vernünftiges Auto habe, das fährt, aber ich brauche jetzt da keinen Stern drauf oder irgendwas. Ja, gut, das war ja auch der Beginn dieser Dacia-Geschichte eigentlich. Ja. So Anfang, Mitte der 2000er Jahre hat Renault in Dacia, in Rumänien den Dacia Sandero gebaut, den ersten. Und das war damals ein Auto für 5.000 Euro, natürlich nicht für den europäischen Markt gedacht, aber für den osteuropäischen Markt war das durchaus ein wahnsinniger Auftrag, ein wahnsinniger Schub. Und die fahren heute noch, muss man sagen. Die fahren heute noch, genau. Ja, und dann hat man das Fahrzeug europäisiert, das heißt also auf den deutschen Markt angepasst. Und ja, das ist jetzt so das Endprodukt, kann man sagen. Sehr schön vom Design her, mit diesen Alufelgen. Design sind natürlich Stahlräder, aber im Alufelgen-Design. Quatsch, das sind Stahlräder? Ja, das sind eigentlich nur Radkappen hier. Nee. Quatsch, ja. Nochmal. Wenn du mir nochmal draufklopfst. Ich hätte jetzt felsenfest gedacht, es sind Aluräder. Also wenn man es nicht weiß, dann weiß es nicht. Genau, kann man es als Alufelgen verkaufen. Echt cool. Ja, die kommen auf alle Ideen. Ja, du hast aber auch die wichtigsten Sachen, wie zum Beispiel Einparkhilfe hinten. Genau, Einparkhilfe hinten. Bei dem Modell haben wir sogar hier die Rückfahrkamera noch mit drin. Zweites Video mit dir heute, gell? Hast du vorher schon mal 1000 Videos gedreht? Nein, oder? Das ist ganz neu. Ja gut, wir zwei verstehen uns ja schon gut. Das da vorne ist jetzt blankes Metall, was wir sehen? Genau. Ist lackiert? Ja, genau. Das ist wegen der Stabilität, muss das sein. Konstruktionsbedingt. Ist aber auch nicht hinderlich. Man hat hier eine schöne tiefe Kante. Man kann schön einkaufen gehen, man kann Kisten reinstellen. Ist das, habt ihr da ein Problem mit Rost mit dem Auto? Nee, überhaupt nicht. Gibt es Rost in großen Mengen? Rost gibt es eigentlich
gar nicht mehr. Ne, das ist passé seit den Ich glaube auch Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wurde das relativ eingestellt mit dem Rost. Die Stahlqualitäten sind heute schon so gut, dass man Und also... auch die Verarbeitung im Werk halt. Ne, da hat sich in den letzten 20 Jahren enorm was getan. So, der hat einen Heckscheibenwischer mit drin, der hat ja, all das, was man kennt. Es ist ganz viele Dinge von Renault sind übernommen, muss man sagen. Das heißt, da steht zwar jetzt auch Dacia drauf, das ist aber so ähnlich wie bei Volkswagen. Wenn man da mal aufmacht beim Audi, sieht man ganz oft das VW-Zeichen. Das heißt, die arbeiten ganz eng zusammen, richtig? Genau, das ist ja eigentlich fast 100% Renault. Wie ich vorhin erwähnt habe, die ganzen Bauteile, Interieur, die Technik, ist alles Renault. Ja, das Thema, wie ist der jetzt einzuordnen? Ist das ein Polo? Ist das die Polo-Klasse ungefähr oder ein bisschen kleiner? Ja, nö, Polo auf jeden Fall, vielleicht sogar noch ein Tick größer, also ich sag mal zwischen Polo und Golf, würde ich mal sagen, ne? Kann man dann einordnen. So, Einstieg, du bist 1,86, wenn du mal kurz einsteigst, dann zeige ich das mal gerade, wie du da reinkommst. Das heißt, du musst dich nicht falten? Nee. Geht schon so. Hast du vorgeübt, oder? So einzusteigen? Geht aber. Ist auch für lange Jungs kein Problem. Ja, nee, funktioniert noch. Kopfhörer ist auch sehr angenehm. Ja. Habe auch hier wieder eine Lenkrad-Höhenverstellung, eine Sitzhöhenverstellung. Kann man das genau anpassen. Ja. Ich hab eben zu dir gesagt, komm, wir filmen den mal, so Brot und Butter. Zeig mal eins unter 10.000 Euro. Das heißt, ich habe im Moment gar keinen Star, weil ihr habt ihr habt doch viele Ausstellungsfahrzeuge auch ein bisschen voller gemacht, um mal zu zeigen, was geht, oder? Ja, weil das auch, die Leute kommen natürlich hier rein und möchten gerne dieses einfache Auto für 8.000 oder 7.000, wie es in der Werbung erscheint. Und dann, wenn sie das dann sehen hier mit diesem Ausstattungspaket hier, was hier alles drin ist, mit Klimaautomatik, Navigation, Rückfahrkamera, Geschwindigkeitsbegrenzer, Tempopilot. Da haben sie direkt 6.000 Euro mehr ausgegeben, ja. Ja, das war Spaß. Ich ja, wollte nur sagen, es gibt auch Leute, die wollen das Basisfahrzeug, aber man muss es ja mal gesehen haben, oder? Genau. Ich gehe ja auch ins Möbelgeschäft und möchte eine relativ einfache Küche hier raus. Du bist ja ein Fuchs, wenn okay, mit allen verkaufst. Ja, nee. gut, man aber du musst den Leuten ja zeigen. Man verkauft ja, nicht nur mit Verstand, sondern mit Emotionen. Ja. Und so. Dafür sind wir da, Emotionen zu entwickeln. Okay, das heißt, der Kunde hat zumindest mal gesehen. Das hier sind auch Familien, die das kaufen, die reinkommen? Ja, sicher. Das ist auch so ein typischer auch Familienzweitwagen für die Frau, ja, für die Kinder in die Schule. Oder für den Mann. Oder für den Mann, genau. Gibt es auch. Ne? Aber typischer Zweitwagen, dann, wenn die Kinder 17, 18 sind, dann dürfen die auch mal fahren. Und ist alles ganz einfach. Also da ist nichts überladen. Auch hier sieht man ja das Lenkrad wieder einfach nur den Tempomat und den Tempobegrenzer hier am Lenkrad versteckt. Auch wieder die Fernbedienung. Für die Radioeinheit mit USB. Ich komme mal kurz auf die andere Seite, dann zeige ich da, wenn du mal sitzen bleibst, mach mir mal gerade die Tür auf, dann komme ich mal zu dir, denn das Auto gibt es aber nicht als Dreitürer, den gibt es immer als Fünftürer. Den gibt es nur so in der Version. Ja. Der ist auch jetzt mit dem Einfahren vom Innenraum identisch. Also es gibt keine Unterschiede bei einem Dacia Sandero zwischen dem Sandero und dem Sandero Stepway. Die Karosserie ist absolut identisch. Das Sitzpolster, ist das anders? Das Sitzpolster ist ein bisschen anders gestaltet. Klar, ist natürlich ein bisschen hochwertiger wie bei dem Basismodell, das ist logisch. So, da sprechen wir aber jetzt automotives Design, das bedeutet langlebig, das sind Schaumstoffe, die halten ewig. Also die sparen da nicht am falschen Ende, gar nicht. Es ist also quasi ein richtig tolles Fahrzeug für das Geld, muss man sagen, oder? Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt absolut. Preis-Raum-Verhältnis stimmt absolut. Also das Fahrvergnügen ist da, man hat alles, was ich brauche, ist da im Fahrzeug verbaut. Auch an Annehmlichkeiten. Natürlich gibt es noch mehr Sachen, die Fahrassistenten und so weiter, aber das wird bei Dacia alles weggelassen, weil das der Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, nicht unbedingt braucht und das würde quasi der Preis ja nur erhöhen. Aber hier kriege ich für das Geld richtig toll ausgestattetes Auto mit elektrischen Fensterheber, elektrischen Spiegel. Also alles das, was man gewohnt ist, ist halt mit drin. So, das heißt, die Rückfahrkamera finde ich ziemlich wichtig, die funktioniert. Ist das Radio auch freigeschaltet, wenn man den kriegt? Oder ist da noch der Authentifizierungsschlüssel noch? Wenn Sie den kriegen, ist das bei uns schon mit eingegeben. Ehrlich? Ja. Das heißt, ja, Klimaanlage ist mit drin. Ja, der kam jetzt eigentlich gestern noch schnell vom Transporter. Ich muss auch sagen, wir wollten das Video eigentlich gar nicht drehen heute.
So, das spielt aber keine Rolle, weil ich gesagt habe, zeig mir mal das Auto, was du am meisten verkaufst. Und das ist tatsächlich hier der Sandero, oder? Sandero, ja. Super. Das heißt, ein typischer, ich habe auch fünf Kurzplätze, ich habe Isofix an beiden hinten. An den äußeren Sitzen ist Isofix drin, jawohl. So, dann habe ich einen sparsamen Motor, das zeigen wir jetzt mal gerade. Warte mal, dass wir das mal sehen auf den CO2-Werten. Ein Dreizylinder nehme ich an wieder. Genau, Dreizylinder. Das ist jetzt auch die 100 PS-Version wie bei dem... 100 PS, das Genau. Gewicht von dem ungefähr? 1200? 1220 Kilo. Ja, das heißt also relativ leichtes Auto. Das heißt, die stehen ihm gut, die 100 PS? Ja, wunderbar. Der geht gut. Ja. Da gab's, das Vorgängermodell gab es mit 90 PS, da haben wir auch schon gut motorisiert, aber die 100 PS sind natürlich noch einen Ticken besser. So, du kommst überall dran, das heißt auch Genau, die Leute in der alles Technik übersichtlich, haben genau. keinen Stress. Genau, wir haben hier die Batterie drin, ja, gut zugänglich, nichts abgedeckt hier, auch der Motor ist nicht abgedeckt. Alles, was für den Kunden wichtig ist gelb markiert. Das ist hier der Öleinfüllstutzen, der Ölstab zum Kontrollieren und da oben kommt das Mischwasser rein für die Scheibenwaschanlage vorne und hinten. Schwarz-Gelb ist eigentlich nur für den Kunden als Sicht gedacht, also als Sichtkontrolle. Ja, das ist einmal hier der Bremsflüssigkeitsbehälter und hier der Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit. Der sollte halt hier immer so um die Kante stehen, wie er jetzt ist im kalten Zustand. Auslieferung dauert wie lange bei euch? So erklären mit allen drum und dran, halbe Stunde, Stunde? Das ist unterschiedlich. Ne? Also es gibt welche, die haben halt, wenn die schon mal das gleiche Modell gefahren haben, Die brauchen gar nichts. Die brauchen, dann geht es relativ schnell. Man kann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder eine Stunde, je nachdem, wie der Bedarf des Kunden ist. Das ist aber auch schon so, wenn die Leute das abholen, das ist schon ein Feeling, oder? Das heißt, die freuen sich auf ihren Dacia genauso wie... Ja, die freuen sich und sind mit Sicherheit genauso nervös wie ich jetzt. Genau, beim zweiten Video. Jetzt bist du schon so lange dabei und jetzt kommen wir vom Fernsehen, von YouTube. Aber das ist ja so in der heutigen Zeit, Corona und Co. Die Leute bleiben schon ein bisschen zu Hause, aber sie haben hohes Interesse, ich sag mal, sich vielleicht ein neues Auto zuzulegen. Viele Dacia-Kunden halten das Auto sehr lange. Das heißt also, die leasen das nicht 2, 3 Jahre und geben es dann wieder zurück, sondern viele übernehmen es, oder? Also wir haben noch ganz viele Kunden, die haben noch diese 2008er, 2009er Modelle, 2010 und fahren die, sind sehr zufrieden. Liebäugeln natürlich auch schon mal mit dem Neuen, aber sagen, der läuft noch, der hält noch und ich bin so sehr zufrieden mit dem Auto und fahren den halt noch weiter. Jetzt könntest du ja auch, ich meine, als guter Verkäufer könntest du ja auch, was weiß ich, bei Porsche, Ferrari und sowas arbeiten, ja, aber Dacia, man hat ein Auto, was die Leute wirklich sehr zufrieden macht. Das heißt, also die gehen da strahlend lächelnd raus. Das ist jetzt kein so der Verkaufseffekt, das macht Spaß, den zu verkaufen? Ja, das macht Spaß, weil man merkt, wie dankbar die Kunden sind, dass sie auch bei einem Produkt, das jetzt vom Preis her relativ niedrig ist, genauso behandelt werden, wie wenn sie jetzt ein 40.000 oder 50.000 anderes Auto kaufen. So, dann zeige ich es mal gerade hier vorne. Jetzt haben wir den Dacia Sandero voll mit 74 kW. Es gibt auch einen kleineren Motor? Ja, es gibt noch einen kleineren Motor, aber nur bei dem Basismodell, nicht bei dem Sandero Stepway. Wo fängt das an, das Basismodell vom Preis? Der fängt an bei 7.000 Euro. Bei rund 7.000 Euro mit der Mehrwertsteuer, die ist mit drin. So, ich zeige mal gerade, also das ist der Sandero Stepway, das ist jetzt schon eine tolle Farbe. Das Schwarz ist aufpreispflichtig normalerweise? Genau, Schwarz ist jetzt Metallic-Lackierung, kostet Aufpreis, da sind wir bei 490 Euro, jeweils für die Metallic-Lackierung. Es gibt aber auch noch eine Basislackierung in Weiß, die ist dann ohne Aufpreis. Super, und da vorne haben wir noch, da werden wir noch Filme machen, nicht mehr heute, aber demnächst. Einmal Loggi Stepway, was ist das für einer? Genau, Loggi ist dieser Großraum-Kombi bei uns. Ja, der hat eine enorme Höhe und eine sehr schöne Länge, also Ladevolumen richtig satt. Und der ist auch schön voll ausgestattet hier? Das ist jetzt auch diese Stepway-Variante, der ist dann auch genauso ausgestattet wie jetzt eben der Sandero. Ich zeige es mal gerade noch CO2, wenn wir schon dabei sind. Und der hat auch CO2-Effizienzklasse C und kombiniert 6,1 Liter bei 1430 Kilogramm. Wie er hier steht, 17.434 Euro, aber schon natürlich auch eine Variante, die schön voll gemacht ist, dass ihr ein bisschen was zeigen könnt. Und da steht der Loggi. Was ist Loggi? Das ist die Basisversion? Nee, Loggi ist immer das Modell. Ne? Das ist der Loggi Stepway. Das ist der was besser ausgestattet. Genau, das ist der Loggi, die normale Version. Okay. Preis, was steht da auf dem Zettel? Da stehen jetzt 15.143. Diese Preise hier in der Halle sind immer mit Überführungskosten und Zulassungskosten. Also auch schon mit drin. Also wo man leicht mal bei vielen anderen über einen Tausender spricht oder 600, 800 Euro, ist mit drin. Ist mit drin schon. Der ist neu oder ist Tageszulassung? Der ist auch neu. Das heißt, ich bin der erste Besitzer im Brief? Genau.
Der ist jetzt vor 14 Tagen gekommen. Das ist schön im Weiß. Das ist aufblasspflichtig? Nein, das ist ohne Aufpreis. Ohne Aufpreis. Ich zeige mal gerade, auch hier liegen wir bei 5,8 Liter kombiniert und CO2-Effizienzklasse C. Und das ist der Preis, 15.143 €. Ja, vielen, vielen Dank. Wir sind in Saarbrücken. Das ist, ihr seid schon sehr, sehr lange Renault-Partner, habt mehrere Niederlassungen. Wir drehen jetzt gerade in Saarbrücken. Ihr habt noch mehr Niederlassungen wo? Ja, wir haben noch eine Filiale in Lebach, eine in Neunkirchen City und eine in Eppelborn noch. Eppelborn, so, und ihr beliefert die Saarländer quasi mit Renault. Seid unglaublich zufrieden. Und als die kam, die Marke, du bist ja jetzt schon ewig bei Renault, was hast du gedacht, als Dacia kam? Ehrlich. Ja, das, was alle Renault-Verkäufer gedacht haben, war natürlich am Anfang ein bisschen beschmunzelt, ja, und man dachte, ja, niedrigwertiges Produkt, hat man so das Gefühl gehabt, aber hat sich völlig in das Gegenteil geteilt und es ist wirklich ein super Fabrikat, das man wirklich getrost kaufen kann. Man kriegt hier wirklich für sein Geld genau das geboten, was man möchte. Es ist auch so, dass innen drin jetzt die Technik für eure Leute, Serviceleute, das ist die gleiche wie bei Renault. Genau, die haben die gleichen Servicetester, alles dasselbe. Das ist quasi, da steht der Dacia drauf. Das ist so ein bisschen wie im Volkswagen-Konzern, da haben die auch so ein bisschen abgestimmt. Das ist dann, ich sag mal, der Skoda vielleicht von Volkswagen. Kann man das so sehen, so ein bisschen? Ja, genau. Also es ist also für die Mechaniker gar kein Problem, ob die jetzt am Dacia oder am Renault arbeiten. Ja. Gilbert Messner, stellvertretend für unglaublich viele Vertriebsleute bei euch. Ihr seid ein tolles Team. Und ja, ich danke dir herzlich. Zweites Video war schwer? Ja, immer noch. Tschüss. Dankeschön. Ciao, ciao.